Wow! Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau von eurer kleinen Camperkatze. Hier live aus Guangzhou von der Caravan-Messe. Und wir laufen hier so ein bisschen rum, um mal zu schauen, was gibt es für geniale Camperkonzepte in China, weil die Chinesen schon beim Thema Camping etwas anders denken. Und hier stehen wir vor einem Ford Transit. Ford Transit ist ja bei uns eigentlich auch sehr, sehr beliebt, denn das ist natürlich ein leicht händelbares Auto. Es fährt sich wie ein normales Fahrzeug. Ich kann es als Stadtfahrzeug nutzen. Und hier mal ein etwas anderer Grundriss. Ich war ganz begeistert. Kommt mal mit. Ford Transit. Ja, normalerweise kennt man den Ford Transit als kleinen Transporter. Hier in der Variante mal als Camperumbau mit einer Hecksitzgruppe. Ich habe hier hinten 3 Sitze. Man kann die seitlichen Elemente wegklappen. Ich klappe das einmal mal zurück, weil dadurch ergibt sich hier eine richtig schöne Sitzgruppe im Heck. Und außerdem kann ich den Tisch absenken und hier hinten nochmal ein kleines Bett gestalten. Wie bei allen chinesischen Autos habe ich hier natürlich auch eine kleine Klimaanlage im Gerät. Im Auto sage ich. Und Susi steht gerade vor einer Küchenzeile. Die sehen wir genau hier. Du kommst hier jetzt gerade. Du kommst nicht vorbei. Du müssen mal tauschen. Komm mal raus aus der Ecke. Ja. Um das Ganze zu einem Bett umzubauen, kann man übrigens die hinteren Rückenlehnen dann hier in diese Flächen reinsetzen. So, jetzt ist auch ein bisschen entspannter. Jetzt ist er weg, ne? Mhm. Fühlst du dich etwa beobachtet in China? Ich fühle mich gerade ein bisschen beobachtet in China. Naja, aber die stehen auch immer dabei mit ihren Übersetzern und versuchen dir noch so ein paar Hilfen zu geben. Also und übersetzen noch so ein paar Funktionen. Das stimmt, das stimmt. Da ist er wieder. Ja. Wir haben hier den Ford Transit. Ich sag's nicht selten genug, ne? Wir sind hier an das Auto gekommen und haben uns erstmal gewundert, hier, was ist denn hier mit diesem Auto los? Warum steht die Küchenzeile so weit vorne? Und vor allen Dingen, warum ist hier nochmal so ein Beschlag, dass ich dieses ganze Küchengerät gegebenenfalls auch verrücken kann? Und Marco hat gleich gesagt, Mensch, die Küche, die kann man ja nach vorne ziehen. Aber warum denn eigentlich? Ja, genau. Ich stand davor und dachte so, hey, hör mal, du kannst doch die Küche nach vorne ziehen, ne? Und dann meinte Susi, ja, das ist halt praktisch, weil man dann von außen super an den Kühlschrank kommt und schnell seine Getränke rausholen kann. Das war meine erste Idee. Genau, aber das ist gar nicht der wahre Grund, warum man das machen kann, sondern der wahre Grund bei diesem Gerät ist, was ist denn los mit mir? Bei diesem Modul. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin so aufgeregt vielleicht, ne? Man weiß es nicht. Seid ihr auch aufgeregt? Was verbirgt so ein bisschen, ne? Hinter Hier, Tor pass 1. auf. Tor 1. Ich kann die Küche Richtung Tür schieben. Ja. Und dahinter habe ich dann das Badezimmer. Das gibt's ja gar nicht. Okay. Und anscheinend... Hier ist wie so eine Duschwand, die sich mit ausfährt. Nee, oder ist es nur ein Sichtschutz? Ich bin mir nicht sicher. Okay, ich glaube, du musst da noch mal reinsteigen und mir zeigen, was sich da so ein bisschen dahinter verbirgt. Ich sehe ein Waschbecken, einen Spiegel, einen Schrank, aber mehr kann ich da jetzt noch nicht erkennen. Aber was auch sehr cool ist, jetzt, wir hatten es gerade schon gesagt, ich habe hier den Kühlschrank. Und wenn ich draußen sitze und grillen möchte, dann, oh, guck mal. Als wenn sie an uns gedacht hätten. Oh. Ah. Prost. Cheers. Ja. Sehr gute Position. Also ich habe dann hier, wenn ich draußen kochen will, auch gleich hier meine Spüle. Ich habe hier gleich meinen Kühlschrank. Eigentlich eine echt geniale Idee, genau diese Variante hier so zu verschieben. Ne? Jetzt spielen wir mal die Variante, wir sind hier zu 2 drin und einer muss auf Klo. Ja. Na los, komm rein. Ich? Ja. Okay. Dann würde man den wahrscheinlich hier wieder herschieben. Ja, und jetzt musst du wahrscheinlich den Tisch ein bisschen drehen, okay? und dann kannst du hier... Nee, das geht nicht. Da komme ich, glaube ich, nicht dran vorbei. Ah, ich muss den Tisch wahrscheinlich... Ah, okay. Okay. Okay, auf Klo gehen dauert dann ein bisschen länger. Ups. Ja, aber jetzt sitzen wir hier zu dritt. Vielleicht jetzt doch das Bier? Ja. 3 wird eine Party, meinst du, ne? 3 ist eine Party. Ja, das stimmt. Ja. Okay.
Okay. Okay. You show. You. Yeah. So, jetzt kriegen wir eine kleine Vorstellung. Zeig dir mal, was man hier so machen kann. Washing? And here. Ja. Shower. Okay. Okay, das duschen. heißt, ich habe hier meinen Abfluss unten drin. Und da habe ich Mantel. Das Klo. Das Klo, aber wo gehe ich auf Klo? Kann er das rausziehen? Okay. 那里关住了。 Okay. Muss man hinten irgendwie Lösen, genau. Okay. Und ist da unten drin gewesen? Aber was ja dann ganz spannend ist. Ach, okay. Wenn, Ja. wenn ich auf Klo will, muss ich aber von der Seite. Oder wie? Du kannst es drehen und dann kannst du das Klo. Jetzt haben sie es so genutzt, dass du es von hier nutzen kannst, aber du kannst es auch drehen und dann kannst du es da reinschieben. Und das Wasser läuft dann hier über den Boden ab. Guck mal, die haben jetzt hier nochmal eine Metallwanne drunter gepackt. Verstehe. Und dann hier nochmal ein Holzpanel. Das ist Wasser. Da hinten ist der Abfluss. Ja. Wahrscheinlich ist hier vorne auch einer. Aber das ist schon sehr, sehr witzig, ne? Im Boden dann halt einfach nochmal den Abfluss so zu integrieren, die Küche nach vorne zu ziehen. Also finde ich eine sehr spannende Lösung. Für Hier so ein kleines Auto. Einfach mal komplett anders mit so einem Grundriss umzugehen. Ja. Sehr, sehr cool. Also, aber er hat auch schon gesagt, das Konzept ist patentiert. Das haben sie sich patentieren lassen, Ja, witzig. damit das auch keiner nachbaut. Aber ja, witzig. Einfach mal echt anders mit so der Raum- und Grundriss-Situation umgegangen. Gefällt mir. Cool. Too cool 房车 Very good. Too cool 房车 Yeah. Also super kompakt, ne? Ja, super. Nur für zwei. Die Schlafvariante, also mehr als 2 Leute würde ich hier nicht reinquetschen. Nee, Wenn er jetzt aber ein Aufstelldach hätte. ja, das stimmt. Also grundsätzlich, ne, muss ich wirklich sagen, mal quer gedacht, mal anders gedacht. Das gefällt mir sehr gut. Querdenker oder was? Ja, Querdenker. So Querdenker sein gefällt mir sehr, sehr gut. Also hier echt mal eine etwas andere Lösung. Schreibt doch mal in die Kommentare, habt ihr sowas schon mal gesehen? So eine Lösung, dass man die Küchenzeile einfach verrutscht. Ich habe das mal bei einem Camperkonzept gesehen, wo du das längs machst, ne? Einfach um den Raum zu erweitern, in die Tür reinrutschend. Ja. Allerdings bei einem größeren Auto. Bei so einem kleinen, kompakten Auto habe ich das auch noch nicht gesehen. Ja, ist sehr Und innovativ. ja, das ist ja ein Auto unter 5 Meter, ne? Das muss man ja dazu sagen. Wie es dann nachher in der Praxis ist, können wir nicht beurteilen, aber die Idee gefällt uns gut. Genau. Jetzt kann man auch an der Stelle natürlich sagen, okay, da sieht man jetzt, das ist nicht ganz so die Qualität, die wir hier bei anderen Konzepten gesehen haben, aber die Idee ist einfach Hammer. Also das ist wirklich gut umgesetzt und da bin ich mal gespannt, was sich da noch raus entwickelt. Klasse, vielen Dank fürs Zuschauen. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns im nächsten Video, denn es wird und bleibt spannend.你们特意注册的微信吗 Nun haben Sie WeChat speziell registriert.？No。 No. 哦，据我所知，应该用微信的在中国地区会比较多一点。 Ich weiß, dass es in China mehr Leute geben wird, die WeChat benutzen.